Heute möchte ich mit Ihnen einmal mein Lieblingsthema besprechen, das Thema Nebenwirkung. Denn in den Kommentaren habe ich häufig so den Eindruck, dass Sie sich dem Medikament und dem Arzt etwas ausgeliefert fühlen, dass Sie irgendeine Nebenwirkung entwickelt haben und nun denken, dass Sie die ja hinnehmen müssen, weil Ihnen dieses Medikament verordnet worden ist. Und ich möchte Ihnen einmal mit diesem Video sagen, dass dem nicht so ist. Als kleines Beispiel: Wenn Sie Bluthochdruckpatient sind und Ihr Arzt Ihnen ein Arzneimittel verordnet hat, was den Blutdruck senken soll, und Sie unter diesem Arzneimittel zum Beispiel Husten entwickeln, dann heißt das nicht, dass Sie unter jedem Blutdrucksenker nun Husten entwickeln. Der Arzt, der muss unbedingt von dieser Beobachtung wissen, dass er das mit dem Medikament auch in Verbindung bringen kann. Denn zum Beispiel gegen Bluthochdruck gibt es 4, 5 große Klassen. Das heißt, da kann man individuell auch in eine andere Substanzklasse wechseln, die Sie dann vielleicht besser vertragen. Es ist auch mal möglich, wenn der Arzt zum Beispiel Ihnen einen Blutdrucksenker verordnet hat, wie einen Beta-Blocker, bei dem auch diese Pulsfrequenz senkende Wirkung für Sie wichtig wäre, dass Sie dann in dieser großen Substanzklasse der Beta-Blocker auf einen anderen wechseln. Denn es heißt nicht, dass Sie die Nebenwirkung, die Sie jetzt zum Beispiel bei Ihrem Medikament erfahren, auch bei einem anderen Wirkstoff, der in Ihrem Körper die gleiche Wirkung hat, genauso entwickeln. Sie als Patient sollten diese Nebenwirkungen unbedingt bei Ihrem Arzt ansprechen, denn nur so geben Sie ihm ja auch die Möglichkeit zu handeln und etwas daran zu verändern. In manchen Kommentaren habe ich gelesen, dass das manchmal gar nicht so einfach ist, weil der Arzt das manchmal vielleicht abtut und sagt, das kann aber nicht von dem Medikament kommen. Und auch da möchte ich Sie einmal darin bestärken, dass Sie bitte hartnäckig sind, denn erst wenn ein Medikament abgesetzt worden ist, dann kann man erst sagen, ob es eventuell von dem Medikament gekommen ist. Dann gibt es natürlich auch Arzneimittel, die zum Beispiel wie bei starken Schmerzmitteln eine Verstopfung machen. Und da muss man natürlich immer sehr abwägen, was ist nun für Sie das Wichtigste. Wenn Sie unter starken Schmerzen leiden, dann benötigen Sie ein starkes Schmerzmittel. Und in dem Fall muss man dann häufig diese Nebenwirkung der Verstopfung in Kauf nehmen. Das ist immer so eine Abwägungssache. Und da gibt es natürlich noch die letzte Option, diese auftretenden Nebenwirkungen mit anderen Medikamenten zu behandeln, was jetzt im Falle eines starken Schmerzmittels, eines Opioids gang und gäbe ist. Aber ich als Pharmazeutin blicke da immer genau drauf, denn dort können sich natürlich auch sogenannte Verschreibungskaskaden entwickeln. Das heißt, Nebenwirkungen, die Sie unter einem Medikament entwickeln, werden mit neuen Wirkstoffen behandelt, die ihrerseits auch wieder Nebenwirkungen haben können. Seien Sie da immer ganz sensibel drauf, und wenn Sie wirklich den Verdacht haben, dass ein neues Symptom von Ihrem Medikament kommt, dann kann ich Ihnen, wie gesagt, nur ans Herz legen: Besprechen Sie das mit dem Arzt. Seien Sie auch ruhig ein wenig nachdrücklicher, denn fast bei jedem Wirkstoff gibt es eine Alternative, bei der Sie dann bestenfalls diese Nebenwirkung nicht entwickeln. Wenn Sie möchten, lassen Sie mir gerne einen Kommentar unter dem Video. Davon profitieren auch die anderen Zuschauer. Ich finde es immer sehr interessant, wenn Sie sich austauschen und auch anderen mit ihren Geschichten Mut machen. Ich setze mich persönlich sehr dafür ein, dass Nebenwirkungen mehr in den Fokus gelangen, denn häufig werden sie so ein wenig abgetan und die Patienten nehmen die Nebenwirkungen aus meiner Sicht hier und da viel zu häufig hin, und gerade solche dauerhaften Nebenwirkungen, die können natürlich die Lebensqualität stark einschränken, und deshalb möchte ich Sie mit meinem Video einfach motivieren, dass es nicht so sein muss.
Und wie immer, wenn Ihnen gefällt, was ich mache, freue ich mich immer sehr über einen Daumen nach oben. Wenn Sie meinen Kanal abonnieren, unterstützen Sie mich sehr, damit ich noch mehr Patienten und Menschen wie Sie erreiche. Und ansonsten hoffe ich jetzt, dass Sie recht schnell wieder gesund werden oder gesund bleiben. Und denken Sie doch immer dran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.